In einer Hauruck-Aktion, so möchte man meinen, hat das EU-Parlament die Chat-Kontrolle nochmals durchgewinkt. Ist das jetzt Grund, in Panik zu verfallen? Was hat es eigentlich mit dieser Chat-Kontrolle auf sich und wie bist du ganz konkret davon betroffen? Mit diesen faszinierenden Fragen wollen wir uns noch einmal in diesem Video detailliert auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn dir die EU auch immer unheimlicher wird, wenn du dich vor der Zugriffigkeit, vor der Übergriffigkeit, man will schon sagen, vor der Diktatur der EU schützen willst, dann lade ich dich zu unserem Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B Seminar ein, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten, wo wir uns ganz genau mit solchen Themen beschäftigen. Dort zeigen wir dir, wie du dich mit einem effektiven Plan B, den du ohne Auswandern umsetzen kannst, schützen kannst vor der Zugriffigkeit, der Übergriffigkeit der EU, dem zunehmenden Kontrollstaat. Und da geht es natürlich nicht nur um die digitale Kontrolle, sondern auch die Kontrolle über Leib und Leben, will ich mal sagen, nämlich geopolitische Aspekte und wie genau dieser EU-Kontrollstaat dazu möglicherweise führen wird, dass wir demnächst wieder in einen Krieg in Europa involviert werden. Also wenn du wissen willst, wie du dich davor schützen willst, dann komm zu uns nach Zürich und wir werden in diesem intensiven 2-Tages-Seminar dir 8 Strategien aufzeigen, von zweiten Staatsbürgerschaften bis Konten im Ausland ohne Informationsaustausch, wie du dich genau vor solchen Risiken schützen kannst. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hast es sicherlich mitbekommen, so ganz kurz vor der Sommerpause hat das EU-Parlament schon in sehr dünner Besetzung gerade nochmal die Chat-Kontrolle 1.0 durchgewinkt. Das Thema Chatkontrolle, es war ja vielfach in den Medien in den letzten 12 Monaten. Man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass es dort so ein Hin und Her gab. Dann gab es neue Entwürfe, Verschärfungen, die aber dann nicht angenommen wurden. Hier hat auch Deutschland, muss man sagen, dank der SPD eigentlich eine Vorreiterrolle geführt. Es war eigentlich wegen der SPD, das muss man an dieser Stelle sagen, warum die Verschärfung dieser Chat-Kontrolle dann tatsächlich nicht in der EU eingeführt worden wäre. Denn andernfalls hätte die Gegenseite eine Mehrheit gehabt. Also die Chat-Kontrolle 2.0, um die es bei diesen Gesprächen, Verhandlungen, Abstimmungen ging, die ist also nicht von den Ländern angenommen worden und daher abgelehnt worden. Jetzt also diese Abstimmung im Europaparlament zur Chat-Kontrolle 1.0. Und dann hast du ja gleich schon in den sozialen Medien und natürlich auch auf YouTube gesehen, wie die üblichen Panikmacher dann aufschreien, dass jetzt die EU ab sofort alle deine Chats kontrolliert. Das Ende der Freiheit wird herbei beschworen. KI wird sich jetzt hier automatisch einklinken in deine Chats und deine privaten Nacktbilder, die du vielleicht deiner Freundin schickst, werden dann bei der Polizei landen, so ungefähr, oder sogar auf dem Schreibtisch von Ursula von der Leyen. Also, wenn man sich diese Berichte auf den sozialen Medien anhört, dann hat man zumindest dieses Gefühl, dass das jetzt als nächstes passieren wird. Oder wenn du vielleicht mit deiner Freundin, sag ich mal, suffisante Chats hier führst, wie das ja unter Erwachsenen total legal ist, musst du vielleicht auch in Zukunft befürchten, dass die Polizei bei dir anklopft und mal ganz genau wissen will, wie alt eigentlich deine Freundin ist. Also, das wird einem zumindest so suggeriert, dass das jetzt vom EU-Parlament gestern verabschiedet wurde. Nun, das ist natürlich komplette Fehlinformation, das ist kompletter Stuss und das auf ganz verschiedenen Ebenen. Also zunächst mal musst du natürlich verstehen, dass das EU-Parlament absolut überhaupt keine Macht hat. Das EU-Parlament, das ist so wie die sowjetische Duma. Das sind einfach nur Abnicker, die sehr viel Geld dafür bezahlt kommen, dass sie dort im Parlament sitzen. Die können keine Gesetzesentwürfe einbringen. Es ist eine komplett überflüssige Institution. Wir haben ja schon auf diesem Kanal öfter hier thematisiert, dass im Grunde genommen die demokratische Legitimation der EU extrem dünn ist. Ich habe sie schon mehrfach mit der Sowjetunion verglichen und das nicht ohne Grund, denn die Strukturen in der ehemaligen Sowjetunion sind sehr ähnlich wie die heute in der EU. Also das Politkomitee kannst du so ungefähr mit der EU-Kommission vergleichen, die Duma eben mit dem Europäischen Parlament. Auch die Duma hat ja keinerlei Macht, die konnte auch keine Gesetzesentwürfe einbringen, die wurde einfach immer nur dazu bestimmt, um irgendwelche Sachen abzunicken. Die Europäische Zentralbank, die sich gegenüber keinem demokratisch gewählten Organ hier rechtfertigen muss, so schlimm wie die Reichsbank unter den Nazis. Und das ist einer der Gründe, warum natürlich die EU so gefährlich ist. Also was das EU-Parlament beschließt, das ist im Grunde komplett egal, denn es hat ohnehin in der realen Welt kaum oder
keine Konsequenzen. Und so war die Abstimmung im Parlament eigentlich auch gar nicht notwendig in dieser Sache. Das hat mehr oder weniger symbolischen Charakter, damit im Grunde genommen die EU signalisieren kann und auch nach außen hin zeigen kann gegenüber den Plattformen, dass diese Maßnahme eben breite Zustimmung im EU-Parlament findet. Tatsächlich notwendig war es aber eigentlich nicht, denn wie gesagt, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, hier ging es nicht um die Chat-Kontrolle 2.0, sondern hier geht es um die Verlängerung der Maßnahmen, die im Rahmen der Chat-Kontrolle 1.0 schon 2021 beschlossen wurden. Diese Chat-Kontrolle 1.0 funktioniert so, dass Nachrichten mit Anhängen gescannt werden können. Jede Datei hat ja eine digitale Signatur. Das heißt, man hat eine Datenbank erstellt, in der eben problematisches Material sich befindet. Also zum Beispiel strafrechtlich relevantes pornografisches Material. Zu diesen bekannten Bildern, die man eben auf Telefonen von Tätern gefunden hat, wird dann die Signatur in der Datenbank hinterlegt. Und entsprechend werden Anhänge dann gescannt und verglichen, ob sie eben eine Signatur haben, die sich dann in dieser Datenbank mit dem problematischen Material wiederfindet. Das ist alles, um was es da geht. Also im Grunde genommen um alte Technik, um veraltete Technik, die man vor 5 Jahren verwendet hat, noch keine KI und kein weiterführendes Screening dieser Nachrichten. Natürlich hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass das EU-Parlament diese Verlängerung abgelehnt hat. Und letztlich war diese Abstimmung jetzt auch nur ein Erfolg, weil eben viele der Gegner der Chat-Kontrolle nicht anwesend waren. Es war also ein Taschenspielertrick, den die EU-Kommission hier mal wieder gespielt hat. Das soll im Grunde genommen dir und mir suggerieren, dass das EU-Parlament, also demokratisch gewählte Volksvertreter, dieser Sache zustimmen. Das ist also im Grunde eine reine Propagandamaßnahme. Mehr ist es nicht. Es ändert sich überhaupt nichts zu dem, was auch schon seit 5 Jahren, wie gesagt, in Kraft ist. Also wie gesagt, Chat-Kontrolle 2.0 ist etwas komplett anderes. Das ist natürlich weitaus schwerwiegender. Und ich denke, dass es genau darum der EU-Kommission auch gegangen ist. Man will hier eben für Kontinuität sorgen. Man will aus optischer Sicht vermeiden, dass die Chat-Kontrolle 1.0 einfach ausläuft, sodass man dann hier wiederum mit psychologischen Tricks argumentieren kann, dass es ja letztlich auch bei der Chat-Kontrolle 2.0 nur um eine Fortführung geht. Natürlich gibt es problematische Aspekte an dieser Entscheidung des EU-Parlaments, denn 2021 wurde ganz klar entschieden, dass es sich nur um eine temporäre Maßnahme handelt. Jetzt sieht das Ganze natürlich komplett anders aus. Also es gibt genug Gründe, sich darüber aufzuregen, aber es ist eben wichtig, dass es die richtigen Gründe sind und dass du jetzt nicht in Panik verfällst und denkst eben, dass deine höchst privaten Chats, die du vielleicht mit deiner Freundin oder deiner Ehefrau führst, über WhatsApp oder andere Dinge dann auf dem Schreibtisch von Ursula von der Leyen landet. Und selbstverständlich ist dieser zunehmende digitale EU-Kontrollstaat, der digitale Gulag, den die EU dort baut, tatsächlich natürlich Realität. Das sehen wir nicht nur daran, mit wie viel Druck die EU-Kommission diese Chat-Kontrolle eben durchsetzen will, sondern auch an Dingen wie dem digitalen Euro, der digitalen ID, der AMLA-Superbehörde in Frankfurt, Diskussionen innerhalb der EU, und zwar neue Diskussionen, Vermögensregister einzuführen, Vermögen zu besteuern, und zwar nicht nur Vermögen von Superreichen, wie es ja noch vor kurzem hieß, in den jüngsten Entwürfen und Analysen und White Papers der EU wird nur noch von vermögenden Bürgern gesprochen, nicht mehr von irgendwelchen Milliardären, die hier Milliarden haben, sondern im Grunde genommen ist jeder, der ein Eigenheim besitzt, dann von solchen Maßnahmen potenziell wenigstens betroffen. Es geht ja hier auch gar nicht darum, dass diese Maßnahmen jetzt schon Gesetz sind, sondern es geht ja hier nur um die politische Stimmungsmache, um die politische Richtung in der EU und mit was wir dann in den nächsten Jahren zu kämpfen haben. Wichtig ist diese Entscheidung im EU-Parlament auch, weil es natürlich eine Signalwirkung hat. Es hat eine Signalwirkung an andere Länder, zum Beispiel an Länder wie UK, Australien, Japan und in gewisser Weise auch in Richtung USA und China, aber dort weniger, weil das eben selbst so große dominierende Mächte sind. Und es sendet natürlich auch ein Signal an die technischen Plattformen aus. Wenn jetzt zum Beispiel eine technische Plattform in Zukunft dann auch weiterhin dafür sorgen muss, dass eben EU-Ermittlungsbehörden Nachrichten prüfen, Nachrichten scannen können, dann werden sich diese Plattformen wie zum Beispiel Meta oder auch Google natürlich sehr gut überlegen, wie sie dann in Zukunft ihre Plattformen weiterentwickeln werden. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir haben einen Standard, wir entwickeln eine Plattform und haben hier nicht unterschiedliche technische Umsetzungen für verschiedene Regionen. Und somit könnte jetzt zum Beispiel eben auch ein Land, was eigentlich gar kein Interesse hat, eine solche Chat-Kontrolle einzuführen, zum Beispiel einfach sagen, naja, die Funktion ist ja sowieso vorhanden in Facebook, in WhatsApp
in Instagram. Und da das ja sowieso durch die Plattform angeboten ist, werden wir jetzt ebenso ein solches Gesetz verabschieden. Und da hat natürlich die EU als ein sehr wichtiger Player, das muss man natürlich sagen, als eine sehr große Wirtschaftsmacht durchaus ein großes Gewicht. Das heißt, wenn du in Zukunft zum Beispiel sagen willst, naja, ich möchte mich von dieser Chatkontrolle definitiv fernhalten, ich möchte damit nicht in Berührung kommen, ich verlasse zum Beispiel die EU, dann bist du möglicherweise eben dennoch davon betroffen, nicht nur weil du mit Personen in der EU dann Nachrichten austauscht und damit natürlich auch deine Nachrichten dann gescannt werden könnten, auch wenn du dich nicht in der EU befindest, sondern eben auch, weil die globale Angleichung durch die Plattform dafür sorgt, dass dann immer mehr Länder genau solche Maßnahmen anbieten. Das ist natürlich genau das, was man eigentlich nicht will. Ganz wichtig hier zu verstehen ist selbstverständlich, dass es nicht um den Schutz von Kindern geht, sondern es geht am Ende genommen allein um eine Sache und das ist natürlich wie immer ums Geld. Diese Tools werden eingeführt, um dich letztlich zu kontrollieren und am Ende eine Überwachungsstruktur zu schaffen. Da ist dann die digitale ID ein Teil, da ist die digitale Euro ein Teil, da sind dann sämtliche Finanzdienstleister mit integriert und natürlich auch sämtliche technischen Plattformen wie zum Beispiel Meta, wie zum Beispiel Google. Und dann werden gesamthaft deine Daten zusammengeführt, also E-Mails, Nachrichten, Kontotransaktionen, Grenzübergänge, wohin du wann mit deinem Auto fährst, was dann auch alles getrackt ist. Und dann lässt man darüber eine KI laufen und dann kann man sehr schnell sagen, wo du dich aufhältst, was du besitzt, wie viel du ausgibst, was du verdienst, was du einkaufst und kann sich dann hier natürlich wunderbar drüber Gedanken machen, wie man diese Informationen ausnutzt, um dich dann noch effizienter auszubeuten über Steuern, über Vermögensabgaben, über Gebühren, welche die Staaten dann erheben können. Und das ist das eigentliche Risiko, um was es geht. Und für unsere Community hier, also wenn du unseren Kanal anschaust, geht es ja vielfach auch um das Thema Auswandern. Und es ist daher vor diesem Hintergrund natürlich besonders wichtig, dass du dich korrekt verhältst, dass du dich an die Gesetze hältst, selbst wenn momentan es zum Beispiel vielleicht noch viele Lücken in der Überwachung, sage ich jetzt mal, gibt und vielleicht einzelne Steuerbehörden nicht nachvollziehen können, was du wirklich machst. Jetzt stell dir diese Weiterentwicklung der Chatkontrolle vor. Stell dir vor, dass es zu einem Szenario kommt, das ich vorhin gesagt habe, also im Grunde genommen Systeme à la Palantir letztlich, wo dann im Grunde auf Knopfdruck bestimmt werden kann, wo du dich wie aufgehalten hast, was du verdient hast und ob du deine Steuern korrekt bezahlt hast, auch gerade dann, wenn du dich mit dem Thema Auswanderung beschäftigst. Also hast du wirklich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland gehabt? Hast du dich wirklich im Ausland so und so viele Tage aufgehalten? Hast du wirklich an dem Ort, wo du sagst, dein Lebensmittelpunkt? Zahlt deine Firma wirklich genug Steuern? Hast du wirklich alle deine Einkünfte besteuert? Selbst wenn du zum Beispiel nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig bist. Und im Grunde genommen sind wir ja da schon heute. Wenn du all deine Informationen, das heißt, wenn du deine Reisedaten, wenn du deine Kontoauszüge, wenn du deine WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel einfach an eins der gängigen KI-Tools einmal fütterst, sei es zum Beispiel Claude oder ChatGPT, können dir diese Tools, die es schon heute gibt, ganz einfach im Grunde genommen sagen, auf Basis dieser Verhaltensmuster, wo du steuerpflichtig bist, wo du möglicherweise steuerliche Risiken hast, weil du möglicherweise dich nicht an bestehende Gesetze gehalten hast, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass es sie gibt. So, und in diesem ganzen Kontext ist natürlich die Entscheidung des EU-Parlaments zur Chatkontrolle 1.0 jetzt interessant und relevant, also langfristig gesehen. Kurzfristig ist die Auswirkung minimal. Und wenn jetzt Leute, Influencer, YouTuber Panik schieben und dir eben suggerieren, dass das jetzt deine privatesten und intimsten Bilder und Nachrichten demnächst eben auf dem Schreibtisch deines Bürgermeisters landen oder eben auf dem Schreibtisch Frau von der Leyen, dann ist das natürlich kompletter Quatsch. Dann machst du dir über etwas Sorgen, über das du dort keine Sorgen machen musst. Über was du dir wirklich aber Sorgen machen musst, dessen bist du dir gar nicht bewusst. Und das sind genau die Themen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das ist das, wofür du dich schützen musst. Und damit musst du im Grunde genommen schon jetzt beginnen. Denn in 5 Jahren wird es dann zu spät sein. Also wenn du dich ernsthaft damit auseinandersetzt, die EU zu verlassen, dann mach es jetzt. Fang jetzt an, damit dir Aufenthaltstitel zu besorgen, dir Plan B Wohnsitze einzurichten, Konten im Ausland zu besorgen. Wir haben ja hier auch schon vielfach über das Europäische Zentrale Kontenregister gesprochen. Auch das ist ja schon lange beschlossen von der EU und wird gerade implementiert. Das ist ein weiterer Baustein in dieser Überwachungsstruktur. Da werden sämtliche Konten in der EU dann zusammengeführt zu einem durchsuchbaren Register, wo dann jede europäische Ermittlungsbehörde Kontodaten und Transaktionen der letzten 5 Jahre einsehen kann.
Das betrifft übrigens auch Konten in Liechtenstein. Also wenn du das nicht willst, dann ist ein ganz einfacher Schritt, schlicht und ergreifend kein Konto in der EU zu haben. Also ganz einfach zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Singapur. Wir haben eine Webseite freedombanking.plus. Dort können wir für dich Konten eröffnen in über 30 Jurisdiktionen außerhalb der EU. Jede schützt dich vor diesem europäischen Kontenregister. Das ist ja komplett legal. Du darfst sowas einrichten. Das hat keinerlei steuerliche Konsequenzen, natürlich keine steuerlichen Vorteile für dich. Du müsstest ja ohnehin dem Finanzamt sämtliche Einkünfte dann melden. Aber es ist eben ein konkreter Schritt, dich aus dieser Überwachungsinfrastruktur zu entziehen. Oder dass du zum Beispiel jetzt einen Plan B Wohnsitz außerhalb der EU begründest, selbst wenn du diesen eigentlich gar nicht nutzt. Wir reden ja jetzt zum Beispiel sehr oft über die Philippinen, wo das dann relativ einfach möglich ist. Wo du keine Anwesenheitspflichten hast, wo Wohnungen sehr günstig sind, zum Beispiel schon ab $150 im Monat, wo du dann wirklich einen Führerschein kriegst, eine Steuernummer kriegst, Adressnachweise, Meldebestätigung. Dann könntest du zum Beispiel Konten mit dieser Adresse eröffnen. Wie gesagt, auch das hat keinerlei steuerliche Vorteile, aber du bist dann schon mal mit einem Fuß draußen aus dieser Überwachungsstruktur. Deine Konten werden nicht vom europäischen Kontenregister erfasst. Möglicherweise, hoffentlich, werden dann auch deine WhatsApp-Nachrichten und deine E-Mails nicht gescannt, außer natürlich solche, die du an Personen in der EU schickst. Edelmetalle könntest du ebenfalls außerhalb der EU lagern, zum Beispiel in Singapur. Oder auch hier natürlich, die Schweiz ist ja auch außerhalb der EU, wobei man eben bei der Schweiz immer ein bisschen schauen muss. Die ist natürlich schon sehr nah an allem dran. Also das sind alles Maßnahmen, die du schon heute ergreifen kannst. Und im Grunde genommen, was dort im EU-Parlament passiert ist mit der Chatkontrolle, das sollte dich inspirieren, genau in diese Richtung zu handeln, es jetzt zu tun, es nicht eben auf die lange Bank zu schieben. Und diese Dringlichkeit, die solltest du im Grunde genommen sehen, nicht, dass jetzt diese Chatkontrolle 1.0 da konkret auf dich für Auswirkungen hat. Jetzt kurzfristig wird diese Entscheidung für dich überhaupt keine Konsequenz haben. Also in diesem Sinne, wenn dich das Thema Plan B oder Auswandern interessiert, dann würde ich mich freuen, natürlich, wenn wir dich dabei unterstützen können. Das ist genau das, was wir seit über 20 Jahren tun. Wir helfen deutschsprachigen Mandanten dabei, sich im Ausland neu zu orientieren, entweder auswandern, einen Plan B etablieren, zweite Staatsbürgerschaften zu beschaffen, Konten im Ausland, außerhalb der EU, außerhalb des automatischen Informationsaustauschs zu eröffnen, Vermögen international zu diversifizieren und sich vor dem EU-Überwachungsapparat zu schützen. Buch gerne ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir. Nimm an einem unserer sehr interessanten Veranstaltungen, Events und Seminaren teil. Ich würde mich freuen, dich dort persönlich kennenzulernen. Ich habe mich natürlich schon vor vielen Jahren aus der EU verabschiedet, nämlich vor 26 Jahren. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.